Einswechseln. Etwas gegen etwas anderes ersetzen mit einer Alternative. Beispiele: Ich muss die Glühbirne wechseln. Ich muss die Glühbirne wechseln. Wir gehen jetzt ins Café, aber ich wechsle zuerst meine Bluse. Wir gehen jetzt ins Café, aber ich wechsle zuerst meine Bluse. Er hat seinen Arbeitsplatz gewechselt. Er hat seinen Arbeitsplatz gewechselt. Lasst uns das Thema, den Plan, die Zeit wechseln. Lasst uns das Thema, den Plan, die Zeit wechseln. Sie wechselt jeden Monat ihre Frisur. Sie wechselt jeden Monat ihre Frisur. Ich habe den Reifen gewechselt. Ich habe den Reifen gewechselt. Etwas mit jemandem wechseln. Wir haben Telefonnummern getauscht. Wir haben Telefonnummern getauscht. Ich tausche diese Bluse, dieses Bild, diesen Tisch gegen 2 Gummibärchentüten, eine Zimmerpflanze, eine Tafel Schokolade. Ich tausche diese Bluse, dieses Bild, diesen Tisch gegen 2 Gummibärchentüten, eine Zimmerpflanze, eine Tafel Schokolade. Kann ich mit dir den Platz tauschen? Kann ich mit dir den Platz tauschen? Sie tauscht ihr Kleid gegen ein anderes. Sie tauscht ihr Kleid gegen ein anderes. Wir haben Geschenke getauscht. Wir haben Geschenke getauscht. 3 ändern. Etwas verändern, modifizieren. Ich habe meine Meinung geändert. Ich habe meine Meinung geändert. Ich muss meine Anschrift bei den Behörden dringend ändern. Ich muss meine Anschrift bei den Behörden dringend ändern. Der Plan hat sich geändert. Der Plan hat sich geändert. Ich möchte kleine Details in der öffentlichen Rede ändern. Ich möchte kleine Details in der öffentlichen Rede ändern. Er möchte seinen Lebensstil ändern. Er möchte seinen Lebensstil ändern. Wir müssen die Regeln ändern. Wir müssen die Regeln ändern. Luisa ändert häufig ihre Meinung. Luisa ändert häufig ihre Meinung. Verben mit Präfixen. Verwechseln. Etwas mit etwas anderem falsch erkennen. Ich habe die Zwillinge verwechselt.
Ich habe die Zwillinge verwechselt. Hallo Sarah, wir haben uns seit langer Zeit nicht gesehen. Wie geht's dir? Hallo Sarah, wir haben uns seit langer Zeit nicht gesehen. Wie geht's dir? Es tut mir leid, ich bin nicht Sarah. Es tut mir leid, ich bin nicht Sarah. Oh je, wie peinlich. Entschuldigen Sie, ich habe Sie mit meiner Freundin verwechselt. Oh je, wie peinlich. Entschuldigen Sie, ich habe Sie mit meiner Freundin verwechselt. Vertauschen. Als ich im Supermarkt einkaufen war, vertauschten Kunden versehentlich ihren Einkaufswagen mit meinem. Als ich im Supermarkt einkaufen war, vertauschten Kunden versehentlich ihren Einkaufswagen mit meinem. Im Schwimmbad habe ich versehentlich mein Handtuch vertauscht. Im Schwimmbad habe ich versehentlich mein Handtuch vertauscht. Verändern, Etwas komplett oder deutlich ändern. die Stadt hat sich sehr verändert. Die Stadt hat sich sehr verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Europa verändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Europa verändert. Nach der Scheidung hat sich Sophia positiv verändert. Nach der Scheidung hat sich Sophia positiv verändert. Auswechseln. In Stimmung und Benehmen völlig verändert. Etwas, eine Person auswechseln. Weißt du, wie Sabine nach dem Urlaub total ausgewechselt ist? Weißt du, wie Sabine nach dem Urlaub total ausgewechselt ist? Der verletzte Fußballer musste ausgewechselt werden. Der verletzte Fußballer musste ausgewechselt werden. Austauschen. Gegenseitig geben, ersetzten. Die Lehrer tauschen Erfahrungen aus. Die Lehrer tauschen Erfahrungen aus. Ich war beim TÜV und sie sagten mir, dass ich den Auspuff austauschen soll. Ich war beim TÜV und sie sagten mir, dass ich den Auspuff austauschen soll. Die Batterie im Spielzeugauto ist leer und sollte ausgetauscht werden. Die Batterie im Spielzeugauto ist leer und sollte ausgetauscht werden. Umtauschen. Zurückgeben ist nicht dasselbe wie umtauschen. Zurückgeben ist nicht dasselbe wie umtauschen. Ich mag die rote Bluse nicht und ich will sie zurückgeben. Oder in einer anderen Farbe, in einer anderen Größe umtauschen. Ich mag die grüne Bluse nicht mehr und ich tausche sie gegen eine rosafarbene um. Ich mag die grüne Bluse nicht mehr und ich tausche sie gegen eine rosafarbene um.
Ich habe einen Becher gekauft und er hat einen Sprung. Ich muss ihn unbedingt innerhalb dieser Woche umtauschen. Ich habe einen Becher gekauft und er hat einen Sprung. Ich muss ihn unbedingt innerhalb dieser Woche umtauschen. Zusammenfassung. Verb, Bedeutung: wechseln, ersetzen mit etwas anderem, tauschen mit jemandem, austauschen, ändern, modifizieren, Ceebash verändern, verwechseln. Dinge miteinander, verwechseln, verändern, deutlich ändern, austauschen, gegenseitig geben, ersetzen, umtauschen, Produkt zurückgeben und wechseln, vertauschen, zwei Dinge versehentlich falsch zuordnen. Willkommen zu einem neuen Video. Heute erweitern wir gemeinsam deinen Wortschatz mit dem Verb halten. Wusstest du, dass man durch verschiedene Vorsilben viele neue Bedeutungen erzeugen kann? In diesem Video zeige ich dir 13 wichtige Verben mit halten, die du im Alltag brauchst, mit vielen Beispielen. 1. Abhalten. Jemanden von etwas abhalten, gleich davon abbringen. Beispiele: Was hält dich davon ab, deine Träume zu verfolgen? Was hält dich davon ab, deine Träume zu verfolgen? Er mag gefährlichen Sport und niemand kann ihn abhalten. Er mag gefährlichen Sport und niemand kann ihn abhalten. Ich mag diese Schuhe, aber ich kaufe sie nicht, denn die Farbe hält mich davon ab. Ich mag diese Schuhe, aber ich kaufe sie nicht, denn die Farbe hält mich davon ab. Ich möchte dich nicht vom Lernen abhalten. Ich möchte dich nicht vom Lernen abhalten. 2. Anhalten. Stoppen, zum Stehen bringen. Beispiele: Der Bus hält an der Haltestelle an. Der Bus hält an der Haltestelle an. Der Modetrend von Jogginghosen hält immer noch an. Der Modetrend von Jogginghosen hält immer noch an. Halt an! Da kommt ein Auto. Halt an! Da kommt ein Auto. Wie lange kannst du den Atem unter Wasser anhalten? Wie lange kannst du den Atem unter Wasser anhalten? 3. Aufhalten. Jemanden verzögern oder stoppen. Beispiele: Lass dich nicht aufhalten. Geh einfach weiter. Lass dich nicht aufhalten. Geh einfach weiter. Ich will dich nicht aufhalten, aber ich habe eine Frage. Ich will dich nicht aufhalten, aber ich habe eine Frage.
Warum bist du so spät? Was hat dich aufgehalten? Warum bist du so spät? Was hat dich aufgehalten? Die Klimaerwärmung kann man leider nicht mehr aufhalten. Die Klimaerwärmung kann man leider nicht mehr aufhalten. 4. Aushalten. Etwas Schweres oder Schmerz ertragen. Beispiele: Ich kann die Hitze nicht mehr aushalten. Ich kann die Hitze nicht mehr aushalten. Wie kannst du so viel Stress aushalten? Wie kannst du so viel Stress aushalten? Noch mehr ungeschickte Überraschungen kann ich nicht mehr aushalten. Noch mehr ungeschickte Überraschungen kann ich nicht mehr aushalten. Die Kinder können den Kindersitz im Auto nicht mehr aushalten. Die Kinder können den Kindersitz im Auto nicht mehr aushalten. 5. Behalten. Nicht zurückgeben, bei sich lassen. Beispiele: Du kannst das Buch behalten. Du kannst das Buch behalten. Ich möchte diese Erinnerung für immer behalten. Ich möchte diese Erinnerung für immer behalten. Ich würde gerne den Ring behalten. Ich würde gerne den Ring behalten. Trotz der hitzigen Diskussion hat Max die Nerven behalten. Trotz der hitzigen Diskussion hat Max die Nerven behalten. 6. Durchhalten. Weitermachen trotz Schwierigkeiten. Beispiele: Nur noch ein paar Tage. Halt durch. Nur noch ein paar Tage. Halt durch. Sie hat die ganze Diät durchgehalten. Sie hat die ganze Diät durchgehalten. Als sie ihre erste Arbeitsstelle angetreten hatte, konnte sie die Arbeitsatmosphäre wegen ihrer Kollegen nicht durchhalten. Als sie ihre erste Arbeitsstelle angetreten hatte, konnte sie die Arbeitsatmosphäre wegen ihrer Kollegen nicht durchhalten. Er hat einen schweren Lungenkrebs und niemand weiß, wie lange er durchhalten kann. Er hat einen schweren Lungenkrebs und niemand weiß, wie lange er durchhalten kann. 7. Einhalten. Sich an Regeln oder Termine halten. Bitte halten Sie den Termin ein.
Bitte halten Sie den Termin ein. Er konnte das Versprechen nicht einhalten. Er konnte das Versprechen nicht einhalten. 8. Enthalten. Etwas ist in etwas drin. Diese Schokolade enthält Nüsse. Diese Schokolade enthält Nüsse. Enthält das Produkt Zucker? Enthält das Produkt Zucker? 9. Erhalten. Bekommen. Empfangen. Ich habe eine E-Mail erhalten. Ich habe eine E-Mail erhalten. Sie erhält viel Unterstützung von ihrer Familie. Sie erhält viel Unterstützung von ihrer Familie. Ich habe eben deine Nachricht erhalten. Ich habe eben deine Nachricht erhalten. Wann erhältst du denn deine Prämie? Wann erhältst du denn deine Prämie? 10. Festhalten. Stark halten, nicht loslassen. Halte dich fest. Halte dich fest. Das Kind hält die Hand der Mutter fest. Das Kind hält die Hand der Mutter fest. 11. Nachhalten. Lange andauern oder spürbar bleiben. Die Wirkung des Medikaments hält lange nach. Die Wirkung des Medikaments hält lange nach. Ihr Lächeln hält in meinem Herzen nach. Ihr Lächeln hält in meinem Herzen nach. 12. Sich verhalten. Sich benehmen. Er verhält sich komisch. Er verhält sich komisch. Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Wie soll ich mich in dieser Situation verhalten? Jedes Mal, wenn er seinen Schwarm trifft, verhält er sich so merkwürdig. Jedes Mal, wenn er seinen Schwarm trifft, verhält er sich so merkwürdig. 13. Zurückhalten. Etwas nicht zeigen, zurücklassen. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Halt dich zurück. Das ist gefährlich.
Halt dich zurück. Das ist gefährlich. Er muss sich etwas zurückhalten, da seine Art zu reden nicht mehr erträglich ist. Er muss sich etwas zurückhalten, da seine Art zu reden nicht mehr erträglich ist. Im Deutschen verändern Vorsilben, Präfixe, oft die Bedeutung eines Verbs komplett. Das Verb fallen bekommt je nach Vorsilbe neue Bedeutungen. Manche sehr bildlich, manche ganz abstrakt. In diesem Video-Lerntext schauen wir uns 13 der wichtigsten Präfixe zu fallen an, erklären Bedeutung, Grammatik, geben viele Beispiele und zeigen wichtige Redewendungen. Mini-Grammatiküberblick. Trennbar. Präfix wird betont, im Hauptsatz vom Verb getrennt, er fällt morgen aus. Untrennbar. Präfix ist unbetont, bleibt am Verb, er befällt ihn. Hilfsverb im Perfekt, Bewegungs-, Zustandsänderung oft sein. Transitiv, statisch meist haben. 1. Abfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung, sich ablösen, herunterfallen, sinken. Oft bei Blättern, Preisen, Interesse. Beispiele: Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen ab. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen ab. Der Preis ist um 10 Euro abgefallen. Der Preis ist um 10 Euro abgefallen. Sein Interesse an dem Projekt ist schnell abgefallen. Sein Interesse an dem Projekt ist schnell abgefallen. Der Apfel fällt vom Baum ab. Der Apfel fällt vom Baum ab. 2. Auffallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: ins Auge springen, bemerkt werden, Aufmerksamkeit erregen. Dein rotes Kleid fällt mir sofort auf. Dein rotes Kleid fällt mir sofort auf. Mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr Schokolade isst. Machst du eine Diät? Mir ist aufgefallen, dass du nicht mehr Schokolade isst. Machst du eine Diät? Es ist mir aufgefallen, dass er heute sehr still war. Es ist mir aufgefallen, dass er heute sehr still war. Der Fehler im Text ist niemandem aufgefallen. Der Fehler im Text ist niemandem aufgefallen. Sein Talent fiel den Lehrern schon früh auf. Sein Talent fiel den Lehrern schon früh auf. 3. Ausfallen, trennbar, perfekt mit sein.
Bedeutung: nicht stattfinden, nicht funktionieren, aus einer Reihe herausfallen. Der Unterricht fällt heute wegen Krankheit aus. Der Unterricht fällt heute wegen Krankheit aus. Der Strom ist gestern Abend ausgefallen. Der Strom ist gestern Abend ausgefallen. Das Konzert musste leider ausfallen. Das Konzert musste leider ausfallen. Sein Haar fällt immer mehr aus. Sein Haar fällt immer mehr aus. 4. Befallen, untrennbar, perfekt mit haben. Bedeutung: plötzlich angreifen oder erfassen, meist Krankheiten, Gefühle, Katastrophen. Eine schwere Krankheit hat ihn befallen. Eine schwere Krankheit hat ihn befallen. Heutzutage befallen viele Krankheiten unterschiedliche Leute. Heutzutage befallen viele Krankheiten unterschiedliche Leute. Panik befiel die Menschen im Gebäude. Panik befiel die Menschen im Gebäude. Ein Virus hat die Computer im Büro befallen. Ein Virus hat die Computer im Büro befallen. Ein plötzlicher Hunger hat mich befallen. Ein plötzlicher Hunger hat mich befallen. 5. Durchfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: bei einer Prüfung nicht bestehen, hindurchfallen. Er ist in der Matheprüfung durchgefallen. Er ist in der Matheprüfung durchgefallen. Der Plan ist im Stadtrat durchgefallen. Der Plan ist im Stadtrat durchgefallen. Der Ball ist durch das Loch im Netz durchgefallen. Der Ball ist durch das Loch im Netz durchgefallen. Sie ist bei der Fahrprüfung zweimal durchgefallen. Sie ist bei der Fahrprüfung zweimal durchgefallen. Bist du schon einmal bei einer Prüfung durchgefallen? Bist du schon einmal bei einer Prüfung durchgefallen? 6. Einfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: plötzlich in den Sinn kommen, angreifen, einmarschieren.
Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen. Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen. Entschuldigung, mir fällt dein Name gerade nicht ein. Entschuldigung, mir fällt dein Name gerade nicht ein. Die Armee ist in das Nachbarland eingefallen. Die Armee ist in das Nachbarland eingefallen. Wegen des Unwetters sind viele Häuser, Bäume eingefallen. Wegen des Unwetters sind viele Häuser, Bäume eingefallen. Wenn du einer Herausforderung begegnest, lass dir eine Lösung schnell einfallen. Wenn du einer Herausforderung begegnest, lass dir eine Lösung schnell einfallen. Mir ist inzwischen wieder eingefallen, dass ich gestern die Lieferanten anrufen sollte. Mir ist inzwischen wieder eingefallen, dass ich gestern die Lieferanten anrufen sollte. 7. Entfallen, untrennbar, perfekt mit sein. Bedeutung, nicht stattfinden, vergessen werden. Vor Schreck entfiel mir der Becher. Vor Schreck entfiel mir der Becher. Am Anfang entfallen mir ständig die Artikel der deutschen Wörter. Am Anfang entfallen mir ständig die Artikel der deutschen Wörter. Der Unterricht entfällt wegen eines Feiertags. Der Unterricht entfällt wegen eines Feiertags. Der Termin ist mir völlig entfallen. Der Termin ist mir völlig entfallen. 8. Gefallen, untrennbar, perfekt mit haben. Bedeutung: jemanden ansprechen, angenehm sein, Wohlgefallen finden. Das Kleid gefällt mir sehr. Das Kleid gefällt mir sehr. Hat dir der Film gefallen? Hat dir der Film gefallen? Deine Idee gefällt dem Chef. Deine Idee gefällt dem Chef. Mir gefällt, wie du sprichst. Mir gefällt, wie du sprichst. 9. Herunterfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung:
von oben nach unten fallen. Die Tasse ist vom Tisch heruntergefallen. Die Tasse ist vom Tisch heruntergefallen. Pass auf, dass das Buch nicht herunterfällt. Pass auf, dass das Buch nicht herunterfällt. Meine Oma ist von der Leiter heruntergefallen und hat sich schwer am Rücken verletzt. Meine Oma ist von der Leiter heruntergefallen und hat sich schwer am Rücken verletzt. 10. Hinfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: stürzen, auf den Boden fallen. Das Kind ist auf dem Spielplatz hingefallen. Das Kind ist auf dem Spielplatz hingefallen. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Pass auf, dass du nicht hinfällst. Missfallen, untrennbar, perfekt mit haben. Bedeutung: jemandem nicht gefallen, unangenehm oder störend sein. Sein Verhalten missfällt mir sehr. Sein Verhalten missfällt mir sehr. Der Vorschlag missfällt vielen Kollegen. Der Vorschlag missfällt vielen Kollegen. Mir missfällt, wie er mit dir spricht. Mir missfällt, wie er mit dir spricht. Umfallen, trennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: zur Seite kippen, nicht mehr stehen bleiben können. Der Radfahrer ist plötzlich umgefallen. Der Radfahrer ist plötzlich umgefallen. Der Stuhl fällt gleich um, pass auf. Der Stuhl fällt gleich um, pass auf. Wenn Tim noch so rund um die Uhr arbeitet, fällt er bestimmt um. Wenn Tim noch so rund um die Uhr arbeitet, fällt er bestimmt um. 13. Verfallen, untrennbar, perfekt mit sein. Bedeutung: verfallen, zerfallen, seine Gültigkeit verlieren. Auch: jemand wird abhängig von etwas. Das alte Haus ist völlig verfallen. Das alte Haus ist völlig verfallen. Mein Pass ist verfallen. Mein Pass ist verfallen.
Als der Chef mich entlassen hat, bin ich in eine ernsthafte Depression verfallen. Als der Chef mich entlassen hat, bin ich in eine ernsthafte Depression verfallen. Er ist dem Glücksspiel verfallen. Er ist dem Glücksspiel verfallen. Das historische Gebäude verfällt immer mehr, und es muss so schnell wie möglich restauriert werden. Das historische Gebäude verfällt immer mehr, und es muss so schnell wie möglich restauriert werden. Merkhilfen, Heuristics. Ab, aus, ein, auf, um, oft räumliche Richtung, weg, raus, rein, hoch, kippen. Bi, macht oft transitiv, wer Veränderung, Fehlentwicklung. Zer, in Teile, miss, negativ, über, plötzlicher Angriff. Mini-Übung A2, B1. Ergänze das richtige Verb, Form beachten, ausfallen, durchfallen, einfallen, umfallen, gefallen, missfallen. Heute sprechen wir über 10 Verben mit dem Stamm reden, die durch verschiedene Präfixe neue Bedeutungen bekommen. Diese Verben sind sehr nützlich im Alltag und helfen euch, euren Wortschatz auf B1-Niveaus zu erweitern. 1. Überreden, jemanden überzeugen. Bedeutung: jemanden dazu bringen, etwas zu tun, was er vielleicht nicht möchte. Er hat mich überredet, ins Kino zu gehen. Er hat mich überredet, ins Kino zu gehen. Sie überredete ihre Eltern, ihr Geld zu geben. Sie überredete ihre Eltern, ihr Geld zu geben. Wir haben ihn überredet, mit uns zu reisen. Wir haben ihn überredet, mit uns zu reisen. Mein Freund überredete mich, ein neues Handy zu kaufen. Mein Freund überredete mich, ein neues Handy zu kaufen. Die Kinder haben die Mutter überredet, länger fernzusehen. Die Kinder haben die Mutter überredet, länger fernzusehen. Zureden. Jemanden ermutigen. Motivieren. Bedeutung. Jemandem Mut machen oder ihn unterstützen. Er redet seinem Freund zu, nicht aufzugeben. Er redet seinem Freund zu, nicht aufzugeben. Die Mutter redete ihrem Kind zu, die Prüfung zu bestehen. Die Mutter redete ihrem Kind zu, die Prüfung zu bestehen. Der Lehrer redete den Schülern zu, fleißiger zu lernen.
Der Lehrer redete den Schülern zu, fleißiger zu lernen. Ich habe ihr zugeredet, die Chance zu nutzen. Ich habe ihr zugeredet, die Chance zu nutzen. Der Arzt redete dem Patienten zu, gesund zu leben. Der Arzt redete dem Patienten zu, gesund zu leben. 3 Anreden. Jemanden direkt ansprechen. Bedeutung. Jemanden direkt mit Worten ansprechen. Er hat mich freundlich angeredet. Er hat mich freundlich angeredet. Der Schüler redete den Lehrer mit Herr Müller an. Der Schüler redete den Lehrer mit Herr Müller an. Ich weiß nicht, wie ich die Frau anreden soll. Ich weiß nicht, wie ich die Frau anreden soll. Man sollte ältere Menschen respektvoll anreden. Man sollte ältere Menschen respektvoll anreden. 4 mitreden. Seine Meinung sagen, mitdiskutieren. Bedeutung. An einem Gespräch oder einer Diskussion teilnehmen und seine Meinung äußern. Ich kann bei diesem Thema nicht mitreden. Ich kann bei diesem Thema nicht mitreden. Er möchte immer überall mitreden. Er möchte immer überall mitreden. Die Schüler durften bei der Entscheidung mitreden. Die Schüler durften bei der Entscheidung mitreden. Wer viel liest, kann in vielen Themen mitreden. Wer viel liest, kann in vielen Themen mitreden. Meine Eltern haben bei unserer Urlaubsplanung mitgeredet. Meine Eltern haben bei unserer Urlaubsplanung mitgeredet. 5 weiterreden. Etwas fortsetzen, nicht aufhören. Bedeutung: mit dem Reden nicht aufhören, weitersprechen. Bitte, red weiter. Bitte, red weiter. Er redete weiter, obwohl niemand zuhörte. Er redete weiter, obwohl niemand zuhörte. Nach der Pause redeten wir einfach weiter. Nach der Pause redeten wir einfach weiter. Sie redete die ganze Nacht weiter. Sie redete die ganze Nacht weiter. Der Lehrer redete weiter, bis die Stunde vorbei war. Der Lehrer redete weiter, bis die Stunde vorbei war. 6 verreden, sich verreden, einen Fehler beim Sprechen machen. Bedeutung:
sich beim Reden versprechen. Entschuldigung, ich habe mich verredet. Entschuldigung, ich habe mich verredet. Er verredete sich und sagte den falschen Namen. Er verredete sich und sagte den falschen Namen. Wenn man nervös ist, verredet man sich leicht. Wenn man nervös ist, verredet man sich leicht. Sie hat sich verredet und das Geheimnis verraten. Sie hat sich verredet und das Geheimnis verraten. Manchmal verredet sich ein Politiker in der Öffentlichkeit. Manchmal verredet sich ein Politiker in der Öffentlichkeit. 7 Ausreden. A. Zu Ende sprechen. B. Jemanden überzeugen, je nach Kontext. Bedeutung. A. Etwas vollständig zu Ende sagen. B. Jemandem etwas aus dem Kopf schlagen. Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Der Lehrer ließ den Schüler ausreden. Der Lehrer ließ den Schüler ausreden. Sie wollte ihm das Rauchen ausreden. Sie wollte ihm das Rauchen ausreden. Du musst nicht immer alles gleich ausreden. Du musst nicht immer alles gleich ausreden. 8 Herumreden, trennbar. Herumreden heißt, nicht direkt etwas zu sagen, sondern viele Worte zu machen, ohne auf den Punkt zu kommen. Er redet immer nur herum, statt eine klare Antwort zu geben. Er redet immer nur herum, statt eine klare Antwort zu geben. Warum redest du so lange herum? Sag doch einfach ja oder nein. Warum redest du so lange herum? Sag doch einfach ja oder nein. Der Politiker hat im Interview nur herumgeredet. Der Politiker hat im Interview nur herumgeredet. Wir haben keine Zeit, also hör bitte auf herumzureden. Wir haben keine Zeit, also hör bitte auf herumzureden. Sie redet herum, weil sie die Wahrheit nicht sagen will. Sie redet herum, weil sie die Wahrheit nicht sagen will. 9. Umreden. Über etwas anderes sprechen, das Thema wechseln. Bedeutung. Das Gesprächsthema ändern. Er redete geschickt damit niemand merkt. Er redete geschickt damit niemand merkt. Wir redeten weil das Thema unangenehm war. Wir redeten weil das Thema unangenehm war.
Sie redete schnell als die Frage kam. Sie redete schnell als die Frage kam. Politiker reden oft wenn es kritisch wird. Politiker reden oft wenn es kritisch wird. Ich habe das Thema umgeredet, um Streit zu vermeiden. Ich habe das Thema umgeredet, um Streit zu vermeiden. 10. Zurechtreden. Erklären, wie man etwas richtig macht. Bedeutung: Jemandem etwas erklären oder klar machen. Ihn korrigieren. Er redete mir die Angst zurecht. Er redete mir die Angst zurecht. Der Lehrer redete den Fehler des Schülers zurecht. Der Lehrer redete den Fehler des Schülers zurecht. Man redete mir die Situation zurecht. Man redete mir die Situation zurecht. Er redete die Dinge wieder zurecht. Er redete die Dinge wieder zurecht. Hallo ihr Lieben. Heute sprechen wir über 10 wichtige Verben mit dem Stamm nehmen und verschiedenen Präfixen. Diese Verben sind im Alltag sehr nützlich, weil sie viele unterschiedliche Bedeutungen haben, zum Beispiel abnehmen, aufnehmen oder übernehmen. Wir erklären die Bedeutungen, nennen Synonyme und machen viele Beispiele auf B1-Niveaus. So könnt ihr die Verben leicht verstehen und in euren Gesprächen benutzen. Auch bleibt dran, es wird spannend und sehr praktisch. 1. Abnehmen. Abnehmen bedeutet, dass etwas weniger wird. Es wird oft für Gewicht benutzt, Gewicht verlieren. Aber auch wenn man etwas abnimmt, zum Beispiel eine Jacke oder ein Bild von der Wand. Synonyme: reduzieren, verlieren, sinken. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Kannst du bitte deine Jacke abnehmen? Kannst du bitte deine Jacke abnehmen? Der Schmerz nimmt langsam ab. Der Schmerz nimmt langsam ab. Das Licht nimmt am Abend ab. Das Licht nimmt am Abend ab. Meine Mutter hat mir das Handy abgenommen. Meine Mutter hat mir das Handy abgenommen. 2. Annehmen. Annehmen bedeutet, dass man etwas akzeptiert, vermutet oder zustimmt. Es kann auch heißen, dass man etwas annimmt, das jemand gibt. Synonyme: akzeptieren, vermuten, glauben. Ich nehme dein Geschenk gern an. Ich nehme dein Geschenk gern an. Ich nehme an, dass er heute nicht kommt.
Ich nehme an, dass er heute nicht kommt. Wir nehmen die Einladung an. Wir nehmen die Einladung an. Sie hat die Stelle als Lehrerin angenommen. Sie hat die Stelle als Lehrerin angenommen. Man muss annehmen, dass das Wetter morgen schlecht wird. Man muss annehmen, dass das Wetter morgen schlecht wird. 3 aufnehmen. Aufnehmen bedeutet, etwas zu beginnen, etwas zu akzeptieren oder etwas zu speichern. Zum Beispiel ein Foto, ein Video, einen Ton. Synonyme: akzeptieren, registrieren, speichern. Wir nehmen heute einen neuen Schüler in die Klasse auf. Wir nehmen heute einen neuen Schüler in die Klasse auf. Ich habe ein Lied mit meinem Handy aufgenommen. Ich habe ein Lied mit meinem Handy aufgenommen. Das Krankenhaus kann neue Patienten aufnehmen. Das Krankenhaus kann neue Patienten aufnehmen. Der Verein nimmt neue Mitglieder auf. Der Verein nimmt neue Mitglieder auf. Ich habe den Kontakt mit meinem alten Freund wieder aufgenommen. Ich habe den Kontakt mit meinem alten Freund wieder aufgenommen. 4 ausnehmen. Ausnehmen bedeutet etwas herausnehmen oder eine Ausnahme machen. Oft benutzt man es auch für jemanden ausnehmen. Jemanden ausnutzen. Synonyme: herausnehmen, ausschließen, ausbeuten. Man darf Kinder von dieser Regel nicht ausnehmen. Man darf Kinder von dieser Regel nicht ausnehmen. Ich nehme dich heute aus der Liste aus. Ich nehme dich heute aus der Liste aus. Der Koch nimmt den Fisch aus. Der Koch nimmt den Fisch aus. Du kannst dich nicht von der Verantwortung ausnehmen. Du kannst dich nicht von der Verantwortung ausnehmen. Manche Leute nehmen Touristen aus. Manche Leute nehmen Touristen aus. 5 einnehmen. Einnehmen bedeutet, etwas zu besetzen, Geld zu bekommen oder Medizin zu nehmen. Synonyme: besetzen, konsumieren, kassieren. Die Soldaten haben die Stadt eingenommen. Die Soldaten haben die Stadt eingenommen.
Ich muss diese Tabletten 3-mal täglich einnehmen. Ich muss diese Tabletten 3-mal täglich einnehmen. Das Geschäft hat heute viel Geld eingenommen. Das Geschäft hat heute viel Geld eingenommen. Er nahm eine wichtige Position in der Firma ein. Er nahm eine wichtige Position in der Firma ein. Die Kinder nehmen Platz am Tisch ein. Die Kinder nehmen Platz am Tisch ein. 6. Entnehmen. Entnehmen bedeutet, etwas herausziehen oder eine Information aus etwas ziehen. Synonyme: herausziehen, entnehmen, ableiten. Bitte entnehmen Sie das Formular aus dem Umschlag. Bitte entnehmen Sie das Formular aus dem Umschlag. Blut wird aus der Vene entnommen. Blut wird aus der Vene entnommen. Ich konnte aus seinem Blick keine Freude entnehmen. Ich konnte aus seinem Blick keine Freude entnehmen. Man darf das Geld nicht einfach aus der Kasse entnehmen. Man darf das Geld nicht einfach aus der Kasse entnehmen. Aus dem Text kann man viele Informationen entnehmen. Aus dem Text kann man viele Informationen entnehmen. 7. Mitnehmen. Mitnehmen bedeutet, etwas oder jemanden bei sich haben, wenn man weggeht. Synonyme: dabei haben, transportieren. Ich nehme meinen Regenschirm immer mit. Ich nehme meinen Regenschirm immer mit. Kannst du mich mit zum Bahnhof nehmen? Kannst du mich mit zum Bahnhof nehmen? Er nimmt oft sein Mittagessen von zu Hause mit. Er nimmt oft sein Mittagessen von zu Hause mit. Wir haben viele schöne Erinnerungen aus dem Urlaub mitgenommen. Wir haben viele schöne Erinnerungen aus dem Urlaub mitgenommen. Die Schüler nehmen ihre Bücher mit nach Hause. Die Schüler nehmen ihre Bücher mit nach Hause. 8. Übernehmen. Übernehmen bedeutet, eine Aufgabe, Verantwortung oder Kontrolle an sich zu nehmen. Synonyme: verantworten, leiten, annehmen. Die Firma übernimmt die Kosten für die Reise.
Die Firma übernimmt die Kosten für die Reise. Er hat die Leitung des Projekts übernommen. Er hat die Leitung des Projekts übernommen. Kannst du bitte meine Schicht morgen übernehmen? Kannst du bitte meine Schicht morgen übernehmen? Der neue Chef übernimmt die Verantwortung. Der neue Chef übernimmt die Verantwortung. Sie hat die Gewohnheiten ihrer Eltern übernommen. Sie hat die Gewohnheiten ihrer Eltern übernommen. 9 vernehmen. Vernehmen bedeutet etwas hören oder jemanden offiziell befragen, zum Beispiel bei der Polizei. Synonyme: hören, befragen, verhören. Ich vernahm ein seltsames Geräusch aus dem Keller. Ich vernahm ein seltsames Geräusch aus dem Keller. Die Polizei vernimmt den Zeugen. Die Polizei vernimmt den Zeugen. Man konnte Gelächter aus dem Nachbarzimmer vernehmen. Man konnte Gelächter aus dem Nachbarzimmer vernehmen. Der Richter vernahm den Angeklagten. Der Richter vernahm den Angeklagten. Ich konnte aus der Ferne Musik vernehmen. Ich konnte aus der Ferne Musik vernehmen. 10 zunehmen. Zunehmen bedeutet mehr werden, sei es Gewicht, Anzahl oder Stärke. Synonyme: wachsen, steigen, an Gewicht gewinnen. Im Winter nehme ich immer ein paar Kilo zu. Im Winter nehme ich immer ein paar Kilo zu. Die Bevölkerung der Stadt hat stark zugenommen. Die Bevölkerung der Stadt hat stark zugenommen. Der Verkehr nimmt morgens immer zu. Der Verkehr nimmt morgens immer zu. Seine Schmerzen nahmen mit der Zeit zu. Seine Schmerzen nahmen mit der Zeit zu. Die Bedeutung von digitalen Medien nimmt ständig zu. Die Bedeutung von digitalen Medien nimmt ständig zu. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute lernen wir gemeinsam die 10 wichtigsten Präfixverben mit gehen. Diese Verben sind im Alltag sehr praktisch und helfen dir, dein Deutsch auf das nächste Level zu bringen.
Wir erklären dir die Bedeutung, nennen Synonyme und zeigen dir viele Beispielsätze, die perfekt für das B1-Niveau sind. Bleib unbedingt bis zum Ende dabei, um keinen wichtigen Tipp zu verpassen. 1. Ausgehen. Ausgehen gleich das Haus verlassen, um Spaß zu haben oder Freizeit zu genießen. Synonyme: rausgehen, fortgehen. Am Wochenende gehe ich oft mit Freunden aus, damit wir uns entspannen können. Am Wochenende gehe ich oft mit Freunden aus, damit wir uns entspannen können. Gestern sind wir ins Theater ausgegangen, weil ein neues Stück gespielt wurde. Gestern sind wir ins Theater ausgegangen, weil ein neues Stück gespielt wurde. Obwohl er müde war, ist er mit uns in die Stadt ausgegangen. Obwohl er müde war, ist er mit uns in die Stadt ausgegangen. Ich gehe selten aus, da ich meistens zu Hause lernen muss. Ich gehe selten aus, da ich meistens zu Hause lernen muss. Wenn man jung ist, möchte man öfter ausgehen. Wenn man jung ist, möchte man öfter ausgehen. 2. Eingehen. Eingehen gleich ankommen, akzeptiert werden oder auf etwas reagieren. Synonyme: ankommen, akzeptieren, reagieren. Meine Bewerbung ist gestern bei der Firma eingegangen. Meine Bewerbung ist gestern bei der Firma eingegangen. Der Lehrer geht immer auf die Fragen der Schüler ein. Der Lehrer geht immer auf die Fragen der Schüler ein. Viele Beschwerden sind beim Kundenservice eingegangen. Viele Beschwerden sind beim Kundenservice eingegangen. Das Geld ist endlich auf meinem Konto eingegangen. Das Geld ist endlich auf meinem Konto eingegangen. Ich gehe gern auf Kritik ein, wenn sie konstruktiv ist. Ich gehe gern auf Kritik ein, wenn sie konstruktiv ist. 3. Untergehen. Untergehen gleich verschwinden, sinken oder zu Ende gehen. Synonyme: sinken, verschwinden, vergehen. Die Sonne geht im Winter früher unter als im Sommer. Die Sonne geht im Winter früher unter als im Sommer. Das alte Schiff ist im Sturm untergegangen. Das alte Schiff ist im Sturm untergegangen. Viele Traditionen gehen langsam unter, weil die Gesellschaft sich verändert. Viele Traditionen gehen langsam unter, weil die Gesellschaft sich verändert.
Ohne klare Struktur geht man im Studium schnell unter. Ohne klare Struktur geht man im Studium schnell unter. Ich habe Angst, dass meine Idee in der Diskussion untergeht. Ich habe Angst, dass meine Idee in der Diskussion untergeht. 4 aufgehen. Aufgehen gleich erscheinen, sich öffnen oder verstanden werden. Synonyme: erscheinen, öffnen, beginnen. Die Sonne geht jeden Morgen im Osten auf. Die Sonne geht jeden Morgen im Osten auf. Endlich ist mir aufgegangen, was du gemeint hast. Endlich ist mir aufgegangen, was du gemeint hast. Die Tür geht automatisch auf, wenn man den Knopf drückt. Die Tür geht automatisch auf, wenn man den Knopf drückt. Die Blumen sind im Frühling aufgegangen. Die Blumen sind im Frühling aufgegangen. Bei der Prüfung ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. Bei der Prüfung ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. 5 übergehen. Etwas oder jemanden ignorieren. Auch in einen anderen Zustand wechseln. Synonyme: ignorieren, wechseln. Der Lehrer hat meine Frage einfach übergangen. Der Lehrer hat meine Frage einfach übergangen. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Das Gespräch ging schnell in einen Streit über. Das Gespräch ging schnell in einen Streit über. Er überging die Kritik und machte weiter. Er überging die Kritik und machte weiter. Das Wasser geht vom flüssigen in den festen Zustand über. Das Wasser geht vom flüssigen in den festen Zustand über. 6 umgehen. Etwas handhaben oder mit etwas jemandem zurechtkommen. Synonyme: behandeln, bewältigen. Man muss lernen, mit Stress richtig umzugehen. Man muss lernen, mit Stress richtig umzugehen. Er kann gut mit Kindern umgehen. Er kann gut mit Kindern umgehen.
Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Sie geht sehr vorsichtig mit Geld um. Sie geht sehr vorsichtig mit Geld um. Wir müssen lernen, mit anderen Meinungen umzugehen. Wir müssen lernen, mit anderen Meinungen umzugehen. 7 vorübergehen. Etwas passiert für kurze Zeit und endet dann vorbeigehen. Synonyme: vergehen, vorbeigehen. Die Schmerzen werden bald vorübergehen. Die Schmerzen werden bald vorübergehen. Die Ferien sind leider schnell vorübergegangen. Die Ferien sind leider schnell vorübergegangen. Die schlechte Stimmung wird vorübergehen. Die schlechte Stimmung wird vorübergehen. Er hofft, dass die Krise bald vorübergeht. Er hofft, dass die Krise bald vorübergeht. Wir müssen Geduld haben. Auch das wird vorübergehen. Wir müssen Geduld haben. Auch das wird vorübergehen. 8. Zurückgehen. An einen Ort zurückkehren oder sich verringern. Synonyme: zurückkehren, sinken, abnehmen. Ich muss ins Büro zurückgehen, weil ich meine Tasche vergessen habe. Ich muss ins Büro zurückgehen, weil ich meine Tasche vergessen habe. Nach dem Urlaub möchte er in seine Heimat zurückgehen. Nach dem Urlaub möchte er in seine Heimat zurückgehen. Die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen. Die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen. Die Temperaturen gehen im Winter stark zurück. Die Temperaturen gehen im Winter stark zurück. Kannst du bitte einen Schritt zurückgehen? Kannst du bitte einen Schritt zurückgehen? 9 mitgehen. Zusammen mit jemandem gehen. Synonyme: begleiten, mitkommen. Gehst du morgen mit uns ins Theater? Gehst du morgen mit uns ins Theater? Ich gehe nicht gern allein spazieren. Kommst du mit?
Ich gehe nicht gern allein spazieren. Kommst du mit? Viele Studenten sind zur Demonstration mitgegangen. Viele Studenten sind zur Demonstration mitgegangen. Sie geht oft mit ihrer Schwester einkaufen. Sie geht oft mit ihrer Schwester einkaufen. Er wollte nicht mitgehen, weil er Kopfschmerzen hatte. Er wollte nicht mitgehen, weil er Kopfschmerzen hatte. 10 vorgehen. Nach vorne gehen, handeln, passieren. Synonyme: schreiten, handeln, passieren, geschehen. Bitte gehen Sie vor, ich folge Ihnen. Bitte gehen Sie vor, ich folge Ihnen. Der Arzt erklärte, wie man bei dieser Behandlung vorgehen soll. Der Arzt erklärte, wie man bei dieser Behandlung vorgehen soll. Die Polizei geht streng gegen illegale Aktivitäten vor. Die Polizei geht streng gegen illegale Aktivitäten vor. Wir müssen systematisch vorgehen, um das Problem zu lösen. Wir müssen systematisch vorgehen, um das Problem zu lösen. Weißt du, was hier gestern vorgegangen ist? Weißt du, was hier gestern vorgegangen ist? Hallo zusammen. Heute lernen wir 10 wichtige Verben mit dem Stamm wellen und verschiedenen Präfixen. Diese Verben sind sehr nützlich im Alltag und auf dem Niveau B1. Wir erklären die Bedeutungen, geben viele Beispielsätze. 1. Auswählen. Etwas bewusst aus mehreren Möglichkeiten nehmen. Ich habe ein rotes Kleid aus dem Katalog ausgewählt. Ich habe ein rotes Kleid aus dem Katalog ausgewählt. Der Lehrer hat 3 Schüler für das Projekt ausgewählt. Der Lehrer hat 3 Schüler für das Projekt ausgewählt. Wir müssen gemeinsam ein Thema für die Präsentation auswählen. Wir müssen gemeinsam ein Thema für die Präsentation auswählen. Sie hat sorgfältig die Geschenke für ihre Freunde ausgewählt. Sie hat sorgfältig die Geschenke für ihre Freunde ausgewählt. Aus vielen Bewerbern wurde er ausgewählt. Aus vielen Bewerbern wurde er ausgewählt. 2 wählen.
entscheiden, etwas nehmen oder bei einer Wahl abstimmen. Ich habe ein neues Handy gewählt. Ich habe ein neues Handy gewählt. Bei der Wahl haben viele Leute eine neue Partei gewählt. Bei der Wahl haben viele Leute eine neue Partei gewählt. Er wählte den einfachsten Weg. Er wählte den einfachsten Weg. Bitte wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 10. Bitte wählen Sie eine Zahl zwischen 1 und 10. Sie hat den Beruf der Lehrerin gewählt. Sie hat den Beruf der Lehrerin gewählt. 3. Umwählen. Eine Entscheidung ändern, etwas anderes wählen. Ich wollte zuerst Deutsch, habe dann aber Englisch umgewählt. Ich wollte zuerst Deutsch, habe dann aber Englisch umgewählt. Wenn dir das Menü nicht gefällt, kannst du jederzeit umwählen. Wenn dir das Menü nicht gefällt, kannst du jederzeit umwählen. Er hat plötzlich die Richtung umgewählt. Er hat plötzlich die Richtung umgewählt. Sie haben den Studiengang umgewählt. Sie haben den Studiengang umgewählt. Der Kunde hat das Produkt im letzten Moment umgewählt. Der Kunde hat das Produkt im letzten Moment umgewählt. 4. Abwählen. Sich bewusst gegen etwas entscheiden oder jemanden nicht mehr im Amt behalten. Der Präsident wurde nach 4 Jahren abgewählt. Der Präsident wurde nach 4 Jahren abgewählt. Viele Studenten haben das Fach abgewählt. Viele Studenten haben das Fach abgewählt. Er wurde wegen schlechter Arbeit abgewählt. Er wurde wegen schlechter Arbeit abgewählt. Ich habe Mathe abgewählt und Chemie genommen. Ich habe Mathe abgewählt und Chemie genommen. Die Partei wurde von den Bürgern abgewählt. Die Partei wurde von den Bürgern abgewählt.
5. Anwählen. Etwas durch Knopfdruck oder Klick auswählen. Bitte die richtige Telefonnummer anwählen. Bitte die richtige Telefonnummer anwählen. Du kannst den Film im Menü anwählen. Du kannst den Film im Menü anwählen. Er hat die falsche Option angewählt. Er hat die falsche Option angewählt. Die Notrufnummer muss schnell angewählt werden. Die Notrufnummer muss schnell angewählt werden. Ich habe die Datei auf dem Computer angewählt. Ich habe die Datei auf dem Computer angewählt. Sechs. Durchwählen. Eine direkte Telefonnummer ohne Zentrale benutzen. Sie können mich direkt durchwählen. Sie können mich direkt durchwählen. Ich habe die Nummer durchgewählt, aber niemand antwortet. Ich habe die Nummer durchgewählt, aber niemand antwortet. Bitte durchwählen und nach Frau Müller fragen. Bitte durchwählen und nach Frau Müller fragen. Er hat sich verwählt, anstatt durchzuwählen. Er hat sich verwählt, anstatt durchzuwählen. Sie können die Abteilung direkt durchwählen. Sie können die Abteilung direkt durchwählen. Sieben. Einwählen. Sich über eine Verbindung anmelden, zum Beispiel ins Internet. Ich muss mich ins Internet einwählen. Ich muss mich ins Internet einwählen. Bitte einwählen, bevor die Konferenz beginnt. Bitte einwählen, bevor die Konferenz beginnt. Er hat sich in das System eingewählt. Er hat sich in das System eingewählt. Früher musste man sich per Modem einwählen. Früher musste man sich per Modem einwählen.
Die Teilnehmer haben sich erfolgreich eingewählt. Die Teilnehmer haben sich erfolgreich eingewählt. Acht. Gegenwählen. Bei einer Wahl oder Abstimmung bewusst dagegen stimmen. Viele Leute haben gegen das neue Gesetz gewählt. Viele Leute haben gegen das neue Gesetz gewählt. Er hat gegen den Vorschlag gewählt. Er hat gegen den Vorschlag gewählt. Die Mehrheit hat gegen den Präsidenten gewählt. Die Mehrheit hat gegen den Präsidenten gewählt. Ich habe bewusst gegen diese Entscheidung gewählt. Ich habe bewusst gegen diese Entscheidung gewählt. Wir müssen überlegen, ob wir dafür oder dagegen wählen. Wir müssen überlegen, ob wir dafür oder dagegen wählen. 9. Vorwählen. Die ersten Ziffern einer Telefonnummer wählen oder eine Vorauswahl treffen. Du musst zuerst die Vorwahl wählen. Du musst zuerst die Vorwahl wählen. Ich habe schon ein paar Themen vorgewählt. Ich habe schon ein paar Themen vorgewählt. Bitte die richtige Landesvorwahl vorwählen. Bitte die richtige Landesvorwahl vorwählen. Er hat die falsche Vorwahl gewählt. Er hat die falsche Vorwahl gewählt. Wir haben 3 Kandidaten vorgewählt. Wir haben 3 Kandidaten vorgewählt. Zurückwählen. Jemanden noch einmal anrufen oder erneut wählen. Ich konnte dich nicht erreichen, aber ich wähle dich zurück. Ich konnte dich nicht erreichen, aber ich wähle dich zurück. Bitte zurückwählen, falls die Verbindung abbricht. Bitte zurückwählen, falls die Verbindung abbricht. Er hat mich nach einer Stunde zurückgewählt.
Er hat mich nach einer Stunde zurückgewählt. Ich habe die Nummer gespeichert, um später zurückzuwählen. Ich habe die Nummer gespeichert, um später zurückzuwählen. Nach der Trennung wählte er sie wieder zurück. Nach der Trennung wählte er sie wieder zurück.